Heute werde ich euch eine alte eiszeitliche Karte vorstellen. Keine Karte, die ich auf dem Dachboden oder einer alten Bibliothek gefunden habe. Nein, es ist eine Karte, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Das einzige Problem war, dass wir nicht die Augen haben, um sie zu sehen, und unser größtes Problem ist, dass wir nach einer Kolumbus-Karte mit Eis suchen, weil wir denken, dass es die echte Karte ist. Also lasst uns die Kolumbus-Fälschung erklären. Ihr nehmt die Kolumbus-Karte und erstellt 4 Punkte. Das ist einfach. Von Brüssel nach Boston und von Kalifornien nach China. Nun ändern wir die neue Weltkarte in die alte Weltkarte um. Du drehst Amerika horizontal und legst es unter Eurasien. Jetzt machst du einen Kurs. Du segelst von Brüssel nach Boston und von Kalifornien nach China. Dieses System ist von einer Eiswand umgeben, also segelst du jetzt östlich von Europa nach Indien. Aber Kolumbus sagte, was wäre, wenn wir nach Westen segeln würden? Nun, ein kleines Kind würde wissen, dass du auf die Eiswand treffen würdest, aber nicht Kolumbus. Nein, denn Kolumbus hatte einflussreiche Freunde. Also segelte Kolumbus nach Westen. Und wissen Sie was? Er entdeckte einen neuen Kontinent. War es ein neuer Kontinent? Nun, natürlich war es das, wenn man den alten Kontinent nimmt, ihn horizontal umdreht und an einen anderen Ort legt. Es ist ein neuer Kontinent. Wenn du von Brüssel nach Boston willst, ist es einfach. Aber wenn du von Kalifornien nach China willst, ist der einzige Weg, wie du dorthin kommst, eine kugelförmige Welt. Das ist der Weg, wie du den Kreis in einen Ball verwandelst. Jetzt haben wir die neue Welt von dem Moment an, als Kolumbus Amerika entdeckte. Sie haben rechteckige Karten und sie haben Doppelballkarten. Wenn Sie eine doppelte Ballkarte sehen, bedeutet dies, dass sie an die Eier haben. Die einzigen reellen Weltkarten sind kreisförmige Karten. Das klingt natürlich alles unglaublich, aber lass es mich dir anhand der alten Karte beweisen. Ich gebe euch einen kurzen Überblick. Erstens, der Mond ist das Spiegelbild der Erde. Zweitens, wir leben in einem Krater Sulpicius Gallus M. Drittens, Antarktis passt perfekt in den Krater. Viertens, das Amerika ist in einer völlig anderen Art und Weise positioniert. So, jetzt, da haben wir die reelle Weltkarte. Es ist nicht so einfach, eine Eiszeitkarte zu finden. So ein großer Teil der europäischen Kultur wurde von den katholischen Parasiten zerstört. Ich dachte, dass vielleicht noch etwas Wissen in der muslimischen Kultur vorhanden ist, also tippe ich alte muslimische Karte ein und bingo. Ich stieß mit meinem Team am Abend drauf. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es gibt verschiedene Versionen davon. Wahrscheinlich alles Kopien der Originalen, aber durch Zufall bin ich glücklicherweise bei dieser hier gelandet. Im Laufe der Jahrhunderte versuchten Menschen, diese Karte zu erklären und sie setzten einige Namen falsch darauf. Das liegt daran, dass sie denken Kolumbus, aber wenn du sie mit meiner Karte vergleichst, wirst du eine ganz andere Geschichte sehen und du wirst sehen, dass diese sehr einfache Karte eine sehr ausgeklügelte Karte ist.
und sie ist sehr detailliert. Okay, lassen Sie es uns vergleichen. Da hast du Afrika, Australien und Indien. Jetzt lass uns einen Blick auf Amerika werfen. Beachte, dass Amerika keine Insel ist. Und in diesem Moment wurde mir klar, dass dies eine Karte aus der Eiszeit ist. Also nehmen wir die Kolumbus-Karte aus der Eiszeit. Nordamerika ist komplett gefroren, Nordeuropa und Asien sind gefroren, aber in Europa siehst du eine rötliche Farbe. Das bedeuten könnte, dass das Eis schmilzt und wir sind am Ende der Eiszeit. Wenn wir über die letzte Eiszeit sprechen, würde das bedeuten, dass diese Karte von 10.000 vor Christi ist. Schauen wir uns also Südamerika an der Westseite an. Wir haben eine Menge schmelzendes Eis und anscheinend kann man von Südamerika direkt in die Antarktis laufen. Schauen wir uns den Rest der Karte an. Die Umgebung der Kontinente ist sehr ähnlich. Das einzige Problem dieser Karte ist die gerade Linie hier, die auf eine spätere Karte als Verweigerung bezeichnet wird, was wahrscheinlich bedeutet, dass diese Karte eine Kopie einer älteren Eiszeitkarte ist und diese Linie hinzugefügt wurde, um sie an die Kolumbus-Karte anzupassen. Also vermute ich, dass es eine ältere Karte ohne diese Linie geben muss. Nachdem ich diese Karte gefunden hatte, fing ich an, andere kreisförmige Karten zu finden, die aber europäischen Ursprungs waren. Achten Sie nicht auf den Text, sondern auf die Form des Wassers, und dann stieß ich auf eine ganz besondere Karte, die mehr wie ein Gemälde aussieht. Die Form des Wassers ist ähnlich, aber oben kann man deutlich ein Boot sehen. Es ist die Arche Noah auf dem Berg Ararat. In einem früheren Video habe ich gesagt, dass die Arche außerhalb des Kraters gestrandet ist, aber anscheinend ist sie im Krater gestrandet. Also ist der Berg Ararat in der Antarktis. Und dann fiel es mir auf, als ich die Worte Berg Ararat und Arktis hörte. Berg Ararat und Arktis, jetzt verstehe ich, woher das Wort Antarktis kommt, und langsam dämmert es mir. Ja, langsam dämmert es mir, dass die Menschen vor 10.000 Jahren die Form der Erde kannten und sie sogar kartografiert hatten. Diese Information wurde uns gestohlen und ich weiß, wer daran schuld ist. Es gibt Geschichten, dass wir uns in der Endzeit befinden und dies der letzte Papst ist.